Hallo allerseits und willkommen zum Kanal-Update für November und Dezember 2016. Das letzte Update für dieses Jahr schon wieder. Die Zeit vergeht, es ist beinahe traurig, ja, also so schnell. Ja, wie in jedem Update auch, schauen wir uns an, was sich so auf der Werkbank tut, was ich so aus der letzten Zeit so zu berichten habe und was für neue Bausätze ich mir so zugelegt habe. Aktuelle Termine habe ich jetzt noch keine zu bieten. Das wird dann, denke ich, im nächsten Update so allmählich ins Rollen kommen, was dann wieder für Messen stattfinden, auf denen ich zugegen bin. Das ist ja nicht ganz fix bzw. noch verfrüht. Im Oktober war dann noch die Modellbaumesse in Ried, wo ich ausgestellt habe. Da möchte ich euch noch einen kurzen Überblick geben dazu. Das war wie die Jahre zuvor eine sehr schöne und entspannte Messe, also für uns Aussteller ganz toll organisiert. Die Besucher sind auch sehr interessiert und ja, das ist einfach immer wieder schön, da ins Gespräch zu kommen und ja, seine Arbeiten da zu präsentieren, und es ist einfach genial, ja, wirklich ganz toll. So Messen sind auch immer gut, um mal neue Leute zu treffen, und da bin ich mit den Jungs von Defma Models ins Gespräch gekommen. Die betreiben auf Facebook so ein, ja, ich sag jetzt mal Modellbau-Blog im weiteren Sinne. Ich habe kein Facebook, deswegen weiß ich jetzt nicht genau, wie das da so läuft. Aber das sieht sehr interessant aus, was sie da machen. Dadurch, dass es 2 Leute sind, hat es auch ein sehr weites Spektrum, also vom Schiffsmodellbau über Militärmodellbau. Sehr interessant. Und die haben mir netterweise ein paar Geschenke mitgebracht, unter anderem von Mirage den Vickers Armstrong 6-Ton Panzer. 1:35. Den kann man als bulgarischen, finnischen und englischen Panzer bauen. Mirage habe ich früher schon ein paar Mal gebaut. Das ist prinzipiell nicht schlecht. Bausätze haben natürlich hier und da ein paar Schwächen, aber nichts, was ein Modellbauer nicht beheben könnte. Also vielen Dank für dieses nette Geschenk. Das weiß ich sehr zu schätzen, auch als Wertschätzung meiner Person und meiner Arbeit. Finde ich echt toll. Und euch von Defma Models wünsche ich auch noch viel Erfolg und dass ihr auch viele Follower und so weiter bekommt. Also weiter so, ihr macht eine gute Arbeit. In Ried gab es auch noch einen weiteren edlen Spender, und zwar ein loyaler Zuschauer und Abonnent, der mir von Dragon das alte Sonderkraftfahrzeug 250 spendiert hat. Unter einer kleinen Bedingung, und zwar, dass ich da mal einen Baubericht drüber mache. Ich werde versuchen, das mal zu machen. Ich habe auch schon eine Idee für das Fahrzeug, und zwar möchte ich da mindestens noch ein weiteres 250er Fahrzeug dazustellen, weil da gibt es ein paar interessante Fotos, wo man auch ein Diorama bauen könnte. Das wäre, glaube ich, gar nicht so ohne. Und ich habe einfach eine Schwäche für so Halbketten, das wäre eigentlich eine ideale Sache. Also ich versuche das Versprechen zu halten, und ich denke, das kriegt man schon irgendwie hin. Also vielen Dank nochmal. Das ist auch eine sehr, sehr große und schöne Geste. Eine Sache, die mich an Ried aber ein bisschen stört, ist immer, dass die Händler dort relativ teuer sind. Ich sehe auch ein, warum das so ist. Ich weiß nur, dass es das erste Mal, wo ich dort war, noch von den Preisen etwas angenehmer war. Dennoch ist das eine oder andere bei mir hängen geblieben, weil ich will ja auch die Händler im weiteren Sinn ja auch unterstützen. Jeder will leben, und wenn es keine Händler gibt, wird es auch mit dem Modellbau auch ein bisschen schwieriger. Das eine bedingt das andere irgendwo. Also kaufe ich dann trotzdem ein bisschen was ein, besonders Dinge, die ich vielleicht woanders nicht so leicht bekomme oder die ich einfach haben will. Und das schauen wir uns jetzt einfach mal an, was da so hängen geblieben ist. In der Weihnachtszeit wird immer sehr viel verschenkt, und das ist unter Modellbauern auch nicht anders. Und ich bekomme von meinen Modellbaufreunden weltweit immer eine Menge Geschenke, die überschütten mich da immer förmlich damit. Und jetzt werde ich denen der Reihe nach für ihre großen und edlen Gaben danken. Machen wir mal einen Anfang mit
diesem Fahrzeug her. Das ist, was ist denn das eigentlich? Ein AAVP 7A1. Also, soll man einer sagen, Panzerkampfwagen ist schwer auszusprechen. Ja, von Hobby Boss, ein 1:35, den hat mir der Mark O'Neill aus dem schönen England geschickt. Vielen Dank, Mark. Finde ich ganz toll von dir. Und der Mark, der hat noch ganz wohl in Erinnerung, was ich mal gesagt habe, ich möchte mir so ein Fahrzeug mal bauen. Und zwar von der brasilianischen Marine. Da gibt es nämlich recht interessante Fotos, wo die in Rio bei so einer Razzia die Polizei unterstützen und dann fahren die halt mit solchen Fahrzeugen vor. Das finde ich schon beeindruckend und das möchte ich irgendwann mal bauen. Und jetzt habe ich schon mal einen guten Grundstock dafür. Das Fahrzeug hat Inneneinrichtung und alles mögliche, also es ist echt luxuriös. Ein weiteres Geschenk ist aus den Vereinigten Staaten eingetroffen, und zwar vom Andy, vom Tactical Jackalope, also von Academy, der Beute T34. Das ist auch ein sehr hochwertiger Bausatz. Ich hätte gar nicht erwartet, dass das Academy da wie neue Formen hat oder so. Hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Das ist auch was ganz Interessantes. Ich baue nämlich sowjetische Fahrzeuge eigentlich schon relativ gern, aber halt nicht mit sowjetischen Markierungen, und so als Beutefahrzeug macht es schon einiges her. Ich weiß auch, dass diverse T34 Fabriken auch unter deutscher Besetzung waren, also die wurden da auch weiter gebaut natürlich, mit ein paar Veränderungen, und natürlich wurden eroberte Fahrzeuge auch im Feld modifiziert, also das gab es auch. Ja. Vielen Dank, Andy, ganz toll. Aber der Andy, wenn man Andy kennt, weiß man, es bleibt immer selten bei einem Modell. Das war jetzt das Geburtstagsgeschenk für mich, aber es gibt auch noch ein Weihnachtsgeschenk und das schauen wir uns jetzt an. Hier ist das etwas verfrühte Weihnachtsgeschenk vom Tactical Jackalope und das werde ich jetzt einfach mal auspacken. Ich weiß nicht, was drin ist, aber ich bin genauso neugierig wie ihr. Schauen wir einfach mal nach. Auf jeden Fall eine relativ große Schachtel. Das lässt Böses vermuten. Schauen wir einfach mal. Oh, das ist gut. Das ist sehr gut. Was? Das wollte ich schon immer haben. Von Tamiya, der Famo mit dem Anhänger. Das ist super. Das ist glorreich. Glorreiches Modell. Vielen Dank, Andy, für das Modell. Enorm großzügig von dir. Finde ich echt super. Ganz toll. Danke. Schauen wir uns jetzt an, was sich so auf der Werkbank tut. Ich versuche gerade, mich auf Projekte zu fokussieren, die ich schon vor längerem angefangen habe, damit da auch mal ein Ende hergeht, damit ich wieder was Neues anfangen kann, zum Beispiel einen Baubericht. Aber dazu muss ich erstmal so 1-2 Dioramen aus dem Weg räumen. Und das ist jetzt hier zum Beispiel eins, das ist gar nicht mehr so weit weg von der Fertigstellung. Das ist für meinen Bronco Panzer 3A gedacht. Ja, das Modell ist lackiert, hat einen Wash bekommen, Alterung, Lackschäden und so weiter. Also ist eigentlich schon ganz weit fortgeschritten, da fehlt eigentlich bloß noch Dreck und so weiter. Der Bausatz an sich hat jetzt nicht die besten Kritiken überall bekommen, aber mir hat der eigentlich sehr gut gefallen. Ließ sich eigentlich ganz gut bauen, Details sind in Ordnung. War eigentlich eine spaßige Angelegenheit und mal ein ganz anderer Panzer 3, wie man das sonst kennt. Die Tarnung ist, wie das in den frühen Kriegsjahren oder auch in der Vorkriegszeit eigentlich üblich war, mit dunkelgrau und dunkelbraun. Da hat auch der Panzermeister 36 hier auf YouTube einige Inspiration geleistet dafür. Ist immer gut, wenn man sich bei anderen Leuten noch ein bisschen was abschauen kann. Ja. Abziehbilder ging auch gut drauf, also finde ich, ist eigentlich eine schöne Sache. Dann habe ich hier jetzt noch einen Baum aufgeklebt. Den gibt es so nicht zu kaufen. Der ist handgemacht, allerdings nicht von mir. Und die Brücke, die ist von Royal Model, glaube ich. So, Gießkeramik habe ich schon lackiert. Das sind halt die Steine. Sind unterschiedlich von der Farbe her. Dass es ein bisschen lebendiger wirkt.
Da habe ich noch einen Zaun hinzugefügt, das sind so lasergeschnittene Holzteile. Die habe ich lackiert und mit Ölfarben noch gewaschen. Ja, ist eine schöne Sache. Hier jetzt noch so einen kleinen Schaden. Ein bisschen so eingedrückt. Finde ich eigentlich ganz nett. Und da habe ich ja noch jede Menge Figuren. Die sind auch schon lackiert und mit Klarlack versiegelt. Da fehlt jetzt eigentlich bloß noch ein Wash und dann sind die auch fertig und dann kann ich am Diorama selber weitermachen. Also die ganzen Gräser und so weiter und so fort aufkleben. Soll hier auch noch ein bisschen ein Gewässer rein, hier unter dieser Brücke. Ja, also ich denke, mit etwas Glück sollte das dieses Jahr noch fertig werden und ja, wenn nicht, dann halt nächstes Jahr. Das ist ja kein Wettrennen. Das sind alles deutsche Soldaten, nur der hier, das ist ein Pole, Kriegsgefangener. Der wird eben bewacht. Da habe ich noch 2 Panzersoldaten für den Panzer 3 und hier auch noch so ein Typ mit einer Panzerbüchse. Sieht man auch nicht so oft. Also da habe ich mich mal ein bisschen mit Dingen ausgetobt, die man typischerweise jetzt nicht so auf jedem Diorama sieht. Das zweite Diorama ist auch eins, das sich schon etwas länger hinzieht und das möchte ich jetzt einfach auch mal aus dem Weg schaffen. Alle Materialien sind bereit, ich muss einfach bloß noch die Zeit finden, das fertigzustellen. Das würde ich jetzt eigentlich schon mal sagen, ist doch ziemlich positiv daran. Das ist von Italeri, die AS-42 Sahariana, das ist so ein Fernstreckenaufklärungsfahrzeug. Und es soll ein Diorama sein in Tunesien, so ich sag mal Ende 42, Anfang 43. Der Brunnen ist von Modell Victoria, genauso wie die Figuren hier. Ich muss sagen, wirklich grandiose Details, also sowas sieht man eigentlich selten, selbst in Riesen, wirklich überragend. Da lohnt es sich wirklich ein bisschen mehr zu investieren. Das Gebäude ist von Reality in Scale. Ja, und das Diorama ist eigentlich wie sonst auch gebaut. Holzbrett, eingerahmt mit Balsaholzstreifen, mit Styropor aufgefüllt, geformt, mit Reparaturmörtel überzogen und dann eine feine Schicht Modelliermasse. Ich habe jetzt hier auch noch eine Palme von Reality in Scale. Da bin ich noch nicht ganz sicher, ob ich die verwende und wo ich die überhaupt hin tue. Weil wenn ich mir jetzt so Fotos anschaue aus Tunesien, da gibt es Ecken, die sind sehr, wie soll man sagen, trocken, auch wie eine Wüste eigentlich, also so eine Palme würde ich jetzt eher in eine Oase stellen. Aber es gibt da auch Gegenden, die sehen von der Flora eigentlich schon eher aus wie Süditalien, also mehr so Gebüsche und Laubbäume und so weiter. Also das gibt es da eigentlich auch. Deswegen bin ich da noch nicht ganz sicher, wie ich das deichsel, dass das überzeugend wirkt und nicht wie jedes x-beliebige Afrika-Diorama. Das ist nämlich immer so eine Sache, die mir ein bisschen stört bei so Dioramen, die Nordafrika zum Thema haben, dass es oft nicht ganz gut getroffen ist. Also besonders wenn es um Tunesien geht. Und ich möchte den Fehler eigentlich nicht selber begehen, wo ich es ja eigentlich selber besser wüsste. Also da muss ich mir noch ein bisschen überlegen, wie ich das genau haben will. Zur RN Roma gibt es auch noch was zu berichten. Und zwar würde ich jetzt mal sagen, ist das ganze Deck mehr oder weniger fertig lackiert. Ich habe jetzt auch hinten diesen hölzernen Bereich lackiert. Das ist noch nicht ganz fertig, da fehlen noch ein paar kleine Details. Das finde ich immer wieder faszinierend, wie viel Zeit man in Schiffsmodelle investieren kann. Das scheint gar kein Ende zu nehmen. Also da könnte ich jetzt 2 Stunden lackieren, man würde eigentlich keinen Unterschied sehen. Das ist, glaube ich, was auch ein bisschen dieses Projekt bremst. Aber ich bin mir sicher, sobald diese kleinen Details lackiert sind und dann auch ich mich dann mal diesen größeren Lackierarbeiten zuwenden kann, nämlich den ganzen Rumpf hier zu tarnen und zu lackieren, dann glaube ich, geht es wieder etwas besser voran. Aber es ist noch nicht eingeschlafen, ich bin da immer wieder am Werkeln dran und ich hoffe früher oder später, dass es mal fertig wird. Vielleicht noch in diesem Jahrzehnt, wer weiß.
Puh, das waren jetzt beunruhigend viele Bausätze, aber es ist Weihnachten und da hat man ein bisschen die Spendierhosen an, da kauft man halt ein bisschen mehr ein, als man das vielleicht sonst tun würde. Das Lager ist auf jeden Fall zum Besten gefüllt. Ich werde da auch wieder was aussortieren für nächstes Jahr, für den Modellbau-Workshop, den ich mit den Kindern hier im Dorf mache. Also ich bin jetzt nicht so raffgierig und sitze auf allem drauf und brüte die Bausätze aus. Dann gibt es noch eine weitere schöne Sache, die ich euch zeigen will. Und zwar hier in dem Modellbaumagazin, dem Modellfan, bin ich interessanterweise vertreten. Und zwar gibt es da hier einen Fotomessebericht über die Fürstenfelder Modellbautage, die 2016 wieder stattgefunden haben. Und da ist praktisch am Reiter sozusagen ein Diorama von mir zu sehen, was mich doch etwas überrascht hat und das freut mich auch sehr. Soviel zum letzten Update für dieses Jahr. Ich hoffe, ihr habt eine schöne Zeit und rutscht gut rüber ins Jahr 2017. Ich für meinen Teil werde auf jeden Fall gut rüberrutschen, das weiß ich jetzt schon, weil ich eine kleine Reise geplant habe. Und zwar werde ich nach Irland fahren und einen YouTuber besuchen. Und vielleicht seht ihr da was davon, vielleicht auch nicht. Ich weiß nicht, ob da irgendein Video bei rumkommt. Das sehen wir ganz entspannt und schauen einfach, was passiert. Ich denke mal, Silvester feiern in Irland ist sicherlich was, das man mal gesehen haben sollte. Und da freue ich mich schon sehr drauf. Habt eine schöne Zeit, ich wünsche euch schönes Basteln und wir sehen uns wieder im nächsten Video. Euer Mekavakas.